doch bist du mein Vater voller Erbarmen. Heilig, heilig, heilig ist dein Name, Herr. Heilig, heilig, heilig bist du mein Gott und König. Mächtig und erhaben thronst du in Majestät. Und doch bist du mein Vater voller Erbarmen. Heilig bist du, heilig bist du. Wir erheben dich und beten dich an. König bist du, König bist du. Wir erheben dich und beten dich an. Du bist Majestät und König, Retter aller Völker, voll Stärke und voll Kraft, voll Weisheit und voll Liebe. Dein Reich soll sichtbar werden, dein Wille soll geschehen. Wir erheben deinen mächtigen Namen. Dein Reich soll sichtbar werden, dein Wille soll geschehen. Wir erheben deinen mächtigen Namen. Heilig bist du, heilig bist du. Wir erheben dich
bist du mein Vater, voller Erbarmen. Heilig bist du, wir erheben dich und beten dich an. König bist du, wir erheben dich und beten dich an. Du bist Majestät und König, Retter aller Völker, voll Stärke und voll Kraft, voll Weisheit und voll Liebe. Dein Reich soll sichtbar werden, dein Wille soll geschehen. Wir erheben deinen mächtigen Namen. Dein Reich soll sichtbar werden, dein Wille soll geschehen. Wir erheben deinen mächtigen Namen. Heilig bist du, wir erheben dich und beten dich an. König bist du, wir erheben dich und beten dich an. Heilig bist du, wir erheben dich und beten dich an. Well, herzlich willkommen hier im Gospel Life Center. Es ist Karfreitag. Ich bin Pastor John Angelina und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, dass du eingeschaltet bist für unser Karfreitag Andacht. Für uns als Christen ist diesen Karfreitag so wichtig, dass wir es besinnlich und nachdenklich, wenn wir zu Gottes Wort kommen, wenn wir in den Schrift hineinschauen, dass wir überlegen sollen neu, was Jesus für uns alle am Kreuz getan hat. Und so an diesem Morgen, an diesem Nachmittag, wir wollen unser Herzen vor Gott öffnen, für sein Wort, für seine persönliche Nähe zu jeder Einzelnen von uns. Normalerweise für uns hier in unserer Gemeinde, an Karfreitag hat meine Frau Meana mit ihrem Team vom Gospel Art immer etwas Kreatives als Andacht, als Anstoß zu überlegen, was bedeutet die Kreuzigung Jesu Christi für die Menschen, für uns alle persönlich heute. Und es war nicht möglich, dieses Jahr zu machen, aber auf diesem Weg mit diesen Live-Übertragung haben wir die Möglichkeit, gemeinsam die Geschichte von das Kreuz und die Bedeutung von heute miteinander anzuschauen. Und die Auswirkung von seiner Kreuzigung, weil das hat große Bedeutung für uns alle. Wir wollen mit einem Lied beginnen. Der Himmel zeugt. Denn da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat.
überzeugt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herrn. Wer ist ihm gleich, dem einzig Auferstandenen? In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Verkündig laut die Herrlichkeit des Herrn, der Herrn, der geopfert ward, die Menschheit zu erlösen. In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herrn. Wer ist ihm gleich? Keiner ist ihm. Dem einzig Auferstandenen. In Ewigkeit bist du In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie und Bete an den Sohn. Verkündig laut von die Herrlichkeit des Herrn, der Herrn, der geopfert ward, die Menschheit zu erlösen. In Ewigkeit bist du In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Jesus, wir beten dich an diesem Nachmittag. Und wir denken an das, was du für uns getan hast. Als du uns alles gegeben hast, du hast dein Leben für uns geopfert, damit wir Leben haben können. So mit Dankbarkeit, wir danken dir, dass wir in diesem Form uns versammelt haben, um unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, aber auch neu und in einer lebendigen Art und Weise es neu zu hören, mit frischer Herzen und Ohren, was du am Kreuz für uns alle bewegte und bewirkte. Amen. Amen. Vielen Dank, Deborah. Ihr Lieben, ich habe etwas gehört, was mir viel Trost gegeben hat in diesen Tagen. Und es ist fast ein typischer Widerspruch von dem Königreich Gottes.
Manchmal, wenn man das Neue Testament studiert, was Jesus uns sagte, wer groß sein möchte, muss sich selber klein machen, muss ein Diener sein. Wenn wir wollen mehr empfangen, müssen wir bereit sein, mehr weiterzugeben. Solche Dinge sind scheinbar Widersprüche, aber die sind nicht. Es ist die Art und Weise, wie das Königreich Gottes wirklich ist. Und jemand hat gesagt, in dieser Zeit, wo wir eingeschränkt sind, wo wir nicht miteinander feiern können und wo wir nicht miteinander sein können oder mit Familien und Freunden, dieser Karfreitag bis hin zum Ostersonntag miteinander feiern dürfen, doch, obwohl wir eingeschränkt sind, ich glaube, wir kommen mehr zusammen als je zuvor. Ich habe in der vergangenen Woche viele von euch angerufen, die ich kenne. Und es sind so viele, ich kann nicht alle anrufen, aber ich bin dankbar, dass alle Ältesten und die Gemeindeleiterschaft, alle helfen mit. Aber mit jeder Einzelperson, mit denen ich gesprochen habe, man hat gehört die Freude und die Einstellung, ich bin gut aufgehoben im Gott. Und das hat mein Herz so getröstet, so gedient, dass trotz den Getrenntsein, gerade jetzt in der momentanen Situation, es gibt doch einen Zusammenhalt in einer Art und Weise, wie wir vielleicht noch nie erlebt haben. Und ich glaube, das ist ein schöner Einstieg zu das, was wir anschauen wollen im Gottes Wort, nämlich was tatsächlich am Kreuz für dich und für mich passierte. Es ist erstaunlich, wenn man die Geschichte vom Kreuz anschaut. Das Ganze wurde viel früher angekündigt. In dem Psalmen der König David, ungefähr 1000 Jahren bevor Jesus lebte, hunderte von Jahren bevor Menschen wurden gekreuzigt. David hat durch den Geist Gottes dieser, was man sagt in der christlichen Sprachart und Weise, prophetische Sicht, ich würde sagen, in dieser zukunftsweisenden Sichtweise, hat David etwas gesehen, was in der Geschichte der Menschheit noch hunderte Jahre von später zustande kommen sollen. Und dann auch 300 Jahre später ungefähr kam ein Prophet Jesaja. Und er hat auch mit einem anderen Aspekt dasselbe Begebenheit beschrieben. Well, ich hatte es vor heute, diese zwei so wichtige Persönlichkeiten, ihre Siegweise, das, was Gott denen im Voraus schaute, dass wir das miteinander anschauen und dann, was bedeutet das für uns heute? Zuerst in den 22. Psalm. Ich nenne immer den 22., 23. und 24. Psalmen. Die sind die messianischen Psalmen. Weil du hast eine Beschreibung im Psalm 22 von einem leidenden Messias. Einer, der sein Leben für anderen weggibt. Damit wir etwas von Gott empfangen können, das wir selber nicht mit unserer Wirken und Leistung selber hervorbringen könnten. Nämlich die Fähigkeit, von Gott angenommen zu sein, Kinder Gottes genannt zu werden. Und dann 300 Jahre später kommt Jesaja und er gibt uns in dieser wunderbaren Kapitel 53 und 54 von Jesaja auch ein ähnlicher Vorausschau, was der Messias für uns alle ermöglicht. So, wir beginnen im Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stonen nicht? Wir kennen diese Geschichte, wir kennen diese Aussage, als Jesus am Kreuz hing. Wisst ihr, es heißt um die 9. Stunde, das ist ungefähr 15 Uhr, hat Jesus seinen Geist aufgegeben. Und kurz davor, bevor er seinen Geist aufgab, er sagte schon einige sehr entscheidende Aussagen. Und eine ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Verlassenheit hat Jesus für uns in Anspruch genommen. Wir waren diejenigen, die wirklich keinen Weg zu Gott hatten. Und Jesus nahm unser
Stellung an. Er litt mit unser Leiden. Er ist plötzlich in den Augenblick genauso wie wir waren, bevor wir an Jesus Christus glaubten, getrennt von Gott. Und in dem Augenblick, wo der Sünder der Welt, wie Johannes sagte, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, und er nahm diesen Schuld von der Welt auf sich. In dem Augenblick, er wurde genauso von Gott getrennt, wie wir alle waren, bevor wir das Evangelium hörten und an Jesus glaubten. Und er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und trotz dieser Verlassenheit, Vater, in deinen Hand befehle ich dir meinen Geist. Dieses Gottvertrauen in seine Einsamkeit. Ja, das ist unser Jesus. So, ihr Lieben, wenn du fühlst dich einsam, du bist nicht so einsam wie Jesus war am Kreuz. Keiner von uns könnte so eine Einsamkeit nie erleben. Aber ich möchte dir ermutigen heute, du bist nicht allein. Wir sind zusammen in seinem Namen, auch via diesen Livestreaming. Keiner von uns ist alleine gelassen. Und keiner von uns ist alleine gelassen von Gottes Auge. Gott kennt dich, Gott sieht dich, Gott weiß genau, was du brauchst. Und er ist hier gegenwärtig. Nicht in dieser physischen Raum und Zeit. Ich sitze hier in den Gottesdienstsaal in Feldkirche. Nein, er ist auch bei dir. Weil Gott ist der Gott, der über den Zeit regiert. Er ist nicht eingeschränkt bei unseren menschlichen Zeitmessungen. Er steht über der Zeit. Und als einer, der über der Zeit steht, er ist genauso bei dir in deinem Wohnzimmer oder wo immer du diese Übertragung anschaust, wie hier in diesem Raum, wo wir Gott anbeten und sein Wort hören. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir lesen weiter, Vers 8. Er sagte, von aller Seiten werde ich verspottet. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen. Er wird dich schon nicht sitzen lassen. Da bist du ja sein Liebling. Das ist, was die Leute in dieser Art von Verspottung Jesus zugeschrien hat, als er am Kreuz hing. Nicht wissend, dass eigentlich er ist stellvertretend auch für sie gestorben. Deswegen hat Jesus am Kreuz gesagt, vergib sie, Vater, weil sie wissen nicht, was sie tun. So oft wir tun Dinge, dass wir selber nicht verstehen und durchblicken. Aber Gott ist voller Erbarmen. Und Gottes Liebe ist zu uns gekommen, indem er seinen Sohn am Kreuz für uns sandte. Der Schreiber geht weiter. David sagte hier in Vers 15, meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert und alle meine Knochen lösen sich voneinander. Das wissen wir von den medizinischen Berichten. Das ist, was geschieht bei einer Kreuzigung. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tode versinken. Meine Meute übel Verbrecher umkreist mich. Wir wissen, dass Jesus auf einem Hügel gekreuzigt worden war mit anderen vielen Kriminellen, die den Todesurteil über ihr Leben ausgesprochen bekommen haben. Gierig wie wildene Hunde, Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Hört das nochmal gut zu. Hände und Füße haben sich mich durchbohrt. Hunderte von Jahren, bevor Menschen so einen grausamen Todesurteil ausgedacht hatten, hat David gesehen eine Kreuzigung. Hände und Füße sind durchbohrt. Es könnte nicht besser Jesus' Kreuzigung beschreiben. Und das hat David durch den Heiligen Geist gesehen. Sieh, die Bibel ist nicht ein normales Buch. Gott hat dieses Wort hineingehaucht in dem Herzen von Menschen und als solches, er hat uns manchmal Einblicke gegeben in die Zukunft, was geschehen wird. Und das hat David 1000 Jahre bevor Jesus auf die Erde ging, hunderte von Jahren bevor Menschen wurden gekreuzigt. David hat gesehen, meine Hände, meine Füße haben sie durchbohrt.
Jesaja, er hat auch etwas Ähnliches gesagt. Er fing an in Jesaja 53, Vers 1 mit dieser Aussage. Wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt ward? Und der Arm des Herrn, wem ward er geoffenbart? In der Schrift, wenn man liest, den Arm des Herrn, es ist immer ein Zeichen oder eine Andeutung von Gottes Kraft, Gottes Helfer, Gottes Herrlichkeit. Und Jesaja hat diese Frage gestellt. Wer hat je etwas ausgedacht? Wer hat das je geglaubt? Dass Gott würde zu uns kommen als einer von uns. Gott im Fleisch und Blut. Gott als Mensch. 100% Gott im Fleisch, 100% Mensch. Das ist Jesus. Das Wort ward Fleisch, heißt das in Johannes Evangelium. Und lebte unter uns. Und wir haben ihn gesehen, seine Herrlichkeit. Und er hat uns den unsichtbaren Gott, unsichtbaren Vater gezeigt. Er tat die Werke von dem Heiligen Geist, die wir nicht sehen können, aber wir merken, dass er da ist. Wir sehen seine Auswirkungen. Jesus brachte uns ein klares Bild, unmissverständlich, wie Gott wirklich ist. Und dann hat Jesaja ein bisschen später gesagt, in Vers 2, der Herr ließ seinen Boden emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenen Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, vor allem gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nicht von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Jetzt, Jesaja beginnt zu sehen, dasselbe, was David sah. Ungefähr 300 Jahre, bevor Jesaja das geschrieben hat. Er sieht dasselbe Bild von einer anderen Perspektive. Er geht weiter und sagt, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei eine gottesgerechte Strafe für ihn. Das war der Hammer in das Ganze. Die Menschen, die Jesus verurteilte, die Menschen, die schrien, kreuzige ihn, die dachten, er bekommt jetzt seine rechtmäßige Strafe. Er hat behauptet, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Und die haben diese klare Aussagen, sei es im Psalm 22 oder jetzt in Jesaja, außer Acht gelassen, nicht verstanden, nicht wirklich wahrgenommen. Meine Hände und Füße sind durchbohrt. Ich leide jetzt mit den Schmerzen und die Krankheit für die Menschheit, nicht meiner. Er war vertraut mit Krankheit, nicht weil er selber krank war, sondern er nahm unsere Krankheit auf sich. Wow. Das ist, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Und das ist der Grund, warum er das getan hat. Stellvertretend für uns zu sterben. Wir lesen weiter, was Jesaja sagte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Jetzt Jesaja redet von das Volk Israel, aber ehrlich gesagt, wir alle, die ganze Menschheit. Gott hat sich immer ausgestreckt nach uns Menschen, von Anfang an, seitdem Adams Hochverrat passierte. Gott hat sich immer ausgestreckt und wir haben es meistens, wenn nicht immer, abgelehnt. Er wurde für uns bestraft. Hier ist das, dieser stellvertretende Werk Christi. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Oh, das ist die Botschaft vom Karfreitag. Das Kreuz, das Leiden war nicht nur um des Leiden Willens. Es war mit einer Absicht passiert. Stellvertretend nahm Jesus unsere Schuld, unsere Einsamkeit, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Krankheiten auf sich. Und jetzt, weil er für uns litt, weil er ist für uns als Opferlamm gestorben. Er nahm unsere Stellung an. Jetzt können wir, du und ich, wir können Frieden mit Gott erleben. Das war der Grund, warum Jesus das getan hat. Jesaja geht weiter und sagt, durch seinen Wunden sind wir geheilt.
Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Jeder macht sein eigenes Ding. Ich sage das häufig. Manchmal wir Menschen, wir sind Profis, in Gott nach unser Ebenbild zu schaffen. Und die Realität ist, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott ist nicht das, was du ausdenkst. Gott ist nicht einer, der du selber empfindest oder ausdenkst. Gott kam zu uns und damit wir ihn kennenlernen können, er lebte als einer von uns. Und er sandte den Geist Gottes und er sandte sein Wort und heute geht das Evangelium in die ganze Welt. Und wo immer es hört und an dieser Evangelium geglaubt. Wenn immer ein Mensch sagt, Jesus, was du am Kreuz getan hast, du hast für mich getan. Ich nehme es an. In dem Augenblick geschieht ein Wunder. Gott kommt, Dietrich Bonhoeffer sagte, Gott kommt zu jedem Mensch. Gott schaut nicht unsere Herkunft an, unsere Kultur an, unsere Sprache an, unsere christliche Denomination oder anderen Religionen. Gott schaut jeder Mensch an und Gott kommt zu jedem Mensch. Und er hat einen Weg gebahnt. Jesus selber sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesus finden wir, wie wir zu Gott kommen können, wie wir Frieden mit Gott haben können, wie das Last von Schuld und Fehler und Dinge, die wir bereuen, wie wir es Gott abgeben können und keinen Last mehr an uns tragen müssen. Das, ihr Lieben, ist das Evangelium. Das Evangelium heißt gute Nachricht. Jesus hat für uns das alles getan, was wir selber für uns selber nicht machen könnten. Jesaja sagte in Vers 10, an der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen. Durch seine Erkenntnis oder wenn Menschen beginnen, ihn zu kennen, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, die Gerechte, viele gerecht machen und ihre Schulden wird er auf sich nehmen. Ihre Schulden wird sich auf sich selber nehmen. Wenn man redet von Karfreitag, was ist passiert? Warum ist das passiert? Die Antwort ist ziemlich klar und deutlich. Ein Preis war notwendig für unsere Schuld. Aber dieses Preis könnten wir selber nicht zahlen. So Gott kam als einer von uns, nahm Fleisch auf sich, lebte unter uns, zeigte uns, erklärte uns, wie Gott wirklich ist. Und dann hat er das Unbegreifliche getan. Er nahm unsere Stellung ein. Und am Kreuz ist er für dich und für mich gestorben. Und das heißt für uns, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Das einzige Voraussetzung ist, dass wir den Sohn Gottes, das, was er am Kreuz getan hat, für uns persönlich annehmen. Dass wir sagen, Jesus, ich möchte dich kennen. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich gebe all diesen Schuld und all meine Fehler und alles, was ich falsch gemacht habe, ich gebe es dir ab. Und ich bitte dich, nicht nur Vergebung in mein Leben zu bringen, sondern mir ein neues Art vom Leben zu ermöglichen. Und ich kann euch mit Freude sagen, an diesem Karfreitag, Jesus selber sagte, ich bin gekommen, damit wir Menschen leben. Das Wort ist Zoe, das göttliche Art vom Leben erfahren können und nicht nur ein bisschen, sondern und das im Überfluss. Gott liebt dich so sehr. Gott liebt mich so sehr. Manchmal trotz uns, gebe ich zu. Aber wenn wir seine Liebe ablehnen, wenn wir sagen, nein, das ist nicht für mich, dann eigentlich stehen wir da in unseren eigenen Werken und ehrlich gesagt, wir bleiben in unserer eigenen Schuld.
Aber wenn wir bereit sind, unser Herzen zu öffnen und zu sagen, Jesus, zeig mir, wie du wirklich bist. Helf mir zu verstehen, was du am Kreuz getan hast, dass ich das erleben kann. Well, ich möchte dir sagen, wenn du bereit bist, das zu tun, du wirst es nie bereuen. Wenn wir würden zurückschauen in den Psalmen, der nächste Psalm, wir werden es nicht lesen heute, aber es heißt, der Herr ist mein Hirte. Das war die Auswirkung von das leidende Messias. Das war die Auswirkung von den einen, der unsere Schuld und unsere Angst und unsere Sorgen und Krankheit auf sich nahm. Nach der Kreuzigung. Das gab 3 Tage und 3 Nächte. Aber an dem 3. Tag, als er von den Toten auferstanden ist, er ist auferstanden als unser Herr und Heiland. Er ist die gute Hirte. Und so hat David geschrieben, der Herr ist mein Hirte. Und dann in der nächsten Psalm, Psalm 24, man liest, der König kommt. Oh, Jesus ist nicht mehr dasselbe, als er auf die Erde ging. Er hat Tod geschmeckt für uns. Aber er ist auferstanden als der gute Hirte. Und er wird als König zurückkehren. Now, der gute Hirte und das zurückkehrende König, das werden wir genauer und besser anschauen an Ostersonntag. Aber Karfreitag, es ist ein Moment, wo wir vielleicht unseren eigenen Karfreitag anschauen müssen, unser eigenes Leben anschauen müssen. Und auch, das gibt uns diese Gedanken zu bedenken. Wir hätten selber für uns einen Preis zahlen müssen. Aber ich sage dir ehrlich gesagt, es hätte nicht gereicht. Unser Wirken, unser Tun, unser Abopfern ist nicht ausreichend. Gott selber nahm unsere Stellung ein. Und ich möchte abschließen mit diesen Gedanken. Paulus sagte im 2. Korintherbrief, er sagte, der keine Sünde wüsste, das ist in Kapitel 5, Vers 21, der keine Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht ist er geworden, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes werden. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes werden. Was heißt das, Gerechtigkeit? Das heißt die Fähigkeit, vor Gott zu stehen, so wie du bist. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und er beginnt einen Prozess der Veränderung, ja. Aber für heute ist es so wichtig zu wissen, Jesus ging am Kreuz für uns. Und jetzt, er sagte mit einem ausgestreckten Arm, ich nehme dich an, wie du bist. Und wenn du bereit bist, diesen ausgestreckten Arm anzunehmen, in deine Hand zu reichen, Gott sagte, wenn du mir nahe kommst, ich werde dir nahe kommen. Und wenn wir bereit sind, das zu tun, well, Gott macht aus uns vielleicht immer wieder fehlende Menschen, immer wieder selber Fehler machende Art von Menschen. Er macht aus uns etwas, was das Neue Testament benennt, gerecht. Gerechtigkeit ist die Fähigkeit, vor Gott zu stehen. Es heißt in Johannes Evangelium, alle, die an seinen Namen glauben, hat er dieses Macht und Recht gegeben, Kinder Gottes genannt zu werden. Du hast das Recht, ein Kind Gottes genannt zu werden. Und seine Liebe, wir haben es gehört von Deborah gleich am Beginn, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die wir in Christus Jesus erfahren haben. Na, bevor wir zusammen beten, und ich bin sicher, es gibt eine den anderen, die zugeschaltet sind heute Nachmittag, und vielleicht das hat dein Herz wirklich getroffen, habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Weil wir werden einen Moment haben, wo wir zusammen beten können. Aber wir haben vor ein paar Jahren ein wunderschönes Lied aufgenommen. Ich und Deborah und Rita dazu.
Und Rita und ich haben das Lied, wir haben das gemeinsam geschrieben. Und es heißt für immer. Für immer ist seine Liebe für uns da. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Mein Herz zu ruhen, den Sturm in mir stillst nur du. Zu deinen Füßen knie ich hin und nehme deinen Frieden an. Nichts kann mich trennen von deiner Liebe, Herr. Fest für alle Zeit, für immer, immer. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Vergehen, doch dein Wort bleibt. Gegründet in dir ist meine Sicherheit. Fürchte dich nicht, ist dein Wort zu mir. Jesus, mein Herr, ich gehöre dir. Nichts kann mich trennen von deiner Liebe, Herr. Fest für alle Zeit, für immer, immer. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Diese Aussage kann deine Aussage sein. Nichts wird dich je trennen können von der Liebe Gottes, die wir in Christus Jesus haben. Und ich würde gerne, bevor wir zum Abschluss kommen von diesem Andacht, ich würde gerne für diejenigen beten, die vielleicht heute ganz klar, ganz bewusst merken, ich brauche Jesus in meinem Leben. Es ist kein Zufall, dass man heute zugeschaut hat. Es ist kein Zufall, dass man diese Passagen gehört hat von Gottes Wort. Gott hat direkt zu uns alle gesprochen. Unsere Schuld hat er auf sich genommen. Deine und meine. Und so, wenn du sagst, Pastor, bete mit mir, bete für mich. Ich möchte gerne Jesus in meinem Herzen erfahren und ich möchte diese Liebe spüren. Eine Liebe, die ich vielleicht noch nicht kenne, aber ich möchte es kennenlernen. Denn ich möchte für dich jetzt beten und dann würde ich dich einleiten in ein Gebet, ein schlicht einfaches Gebet. Und wenn du es mit mir betest und das vom ehrlichen Herz aussprichst, Jesus wird in dein Leben kommen. Du wirst nie wieder alleine sein. Du wirst dieses Gabe der Gerechtigkeit, die wir gehört haben, du wirst diese Versöhnung mit Gott erleben. Du wirst ein Sohn oder Tochter Gottes. In dem Augenblick, wo du es vom Herzen sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. So lass mich für dich beten und dann beten wir gemeinsam für die,
die dieses Gebet mit mir aussprechen möchte. Vater, ich möchte dir danken. Trotz der Situation in unserem Land und über die Erde gerade jetzt, wir können zueinander und miteinander, wir können das erfahren. Wir können auf diesem Weg dein Wort hören. Wir können in deiner Gegenwart doch stehen. Und so, Vater, ich bete für die es vielleicht zum ersten Mal wirklich gehört haben heute, dass sie ihre Herzen öffnen. Öffnen für das, was nur du geben kannst. Vergebung, neues Leben, deinen Frieden und deine Liebe. Und so, wenn das zu deinem Herz gesprochen hat, wenn du sagst, Pastor, bete mit mir, dann sag dieses einfache Gebet mir nach. Sag, himmlischer Vater, in Jesu Namen, so wie ich bin, ich komme zu dir. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Mach alles neu in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld und gib mir deinen Geist. Ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Was du am Kreuz getan hast, das hast du für mich getan. Und ich nehme es an diesen Karfreitag Nachmittag. Amen. Amen. Well, in Abschluss, ich habe nur 2 kleine Ansagen zu machen. Normalerweise an Freitagabend, wir haben unser Bibellehrabend felsenfest. Das entfällt heute Abend, aber nächsten Freitagabend, wir werden unser Thema weiter fortsetzen und wir werden uns hier wieder treffen an Freitag um 19 Uhr. Sonntagmorgen aber, die Geschichte von Jesus ist nicht am Kreuz gestoppt. Das war ein wichtiger Bestandteil von das, was Gott bewirkte, um uns neues Leben zu geben. Es musste aber auch zu den Auferstehung kommen. Und an Sonntagmorgen, wir feiern unser Auferstehungsgottesdienst, unser Ostergottesdienst um 10:15 Uhr. Ich hoffe, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, dass ihr mit uns diesen Ostersonntag in dieser Livestreaming-Form mitfeiern können und mitfeiern dürfen. Und wir werden uns dann wiedersehen. Und dann, wie immer, an Dienstags ist unsere Gebetszeit. Um 19 Uhr haben wir eine Zeit des Gebets. Aber im Abschluss, Deborah und ich möchte uns verabschieden von euch an diesem Karfreitag mit diesem wunderschönen Lied, was alles zum Ausdruck bringt, was wir heute angeschaut haben, hier am Kreuz. Herr, du beschützt mich.
auf meinem Weg, weil du mir aufhilfst, weiß ich, du liebst mich. Hier am Kreuz knie ich vor dir, dein Blut floss hier wegen mir. Keiner liebt mich so wie du. Und weil du auferstanden bist, deine Herrlichkeit hier ist, trennt mich nichts mehr von dir, Herr. Hier am Kreuz knie ich vor dir, dein Blut floss wegen mir. Keiner liebt mich so wie du. Und weil du auferstanden bist, deine Herrlichkeit hier ist, trennt mich nichts mehr von dir, Herr. Und du brachst den Bann, du machtest mich frei, als du riefst, es ist vollbracht. Du brachst den Bann, du machtest mich frei, als du riefst, es ist vollbracht. Wenn dieses Leben zu Ende ist und du vor mir stehst, Herr, weiß ich, du liebst mich, weiß ich, du liebst mich. Hier am Kreuz knie ich vor dir, dein Blut floss hier wegen mir. Keiner liebt mich so wie du. Und weil du auferstanden bist, deine Herrlichkeit hier ist, trennt mich nichts mehr von dir, Herr. Hier am Kreuz knie ich vor dir, dein Blut floss hier wegen mir. Keiner liebt mich so wie du. Und weil du auferstanden bist, deine Herrlichkeit hier ist, trennt mich nichts mehr von dir, Herr. Hier am Kreuz. Da ist es passiert. Gott nahm unsere Schuld auf sich. Und jetzt, ihr Lieben, wir können in dieser Frieden Gottes weiterleben. Well, Deborah und ich, und dank an Mike und Martin und Lukas, der in der Hintergrund den ganzen Technik leitet, wir sagen, Gottes Segen, und ich wünsche alle einen besinnlichen Karfreitag, einen schönen Osterwochenende. Um 10:15 Uhr feiern wir die Auferstehung. Aber bitte, ich weiß, das ist schon schön draußen und man hat den Wunsch, unter anderen zu sein, unter anderen Menschen zu sein. Lass uns weiter diese Disziplin ausüben, weil das hat schon vieles Positives ausgewirkt. Und Gott wird uns beistehen, uns Gnade geben, und ein Ende von dieser Situation wird in Jesu Namen bald kommen und wir werden wieder alle zusammen sein. Aber bis dahin, lass uns die Regierung und alle, die im Krankenhaus und alle die Ärzte und Krankenschwestern, wir wollen sie helfen, wir wollen mit ihr genau das tun, was die sagen. Und wir wünschen euch alle Gottes Segen und wir sehen uns Sonntagmorgen, weil er lebt. Wir sehen uns 10:15 Uhr. Gottes Segen. Ciao.